Willkommen bei Auf Hoch 2 Event. Heute ist der 10. Mai 2022 und wir befinden uns hier vor dem Mal Sehen Kino in Frankfurt auf dem Lichter Filmfest Frankfurt International, denn heute ist Weltpremiere von André Röslers demnächst auf VHS. Genau, ich habe Andrea vor einem Jahr interviewt, ungefähr im August 2021 ist das Video online gegangen und heute ist der große Tag, an dem der Film der Öffentlichkeit erstmals gezeigt wird. Wir gehen jetzt gleich mal ins Kino, schauen uns da ein bisschen um. Ich muss natürlich dazu sagen, während der Film läuft, kann ich keine Ausschnitte zeigen. Das heißt, ich kann Sie ganz herzlich heute Abend zu einer Weltpremiere begrüßen. Vor allem aber zum 15. Lichter Filmfest Frankfurt International, das auch zum, ich habe aufgehört zu zählen, so und so vielten Mal hier im Maiseen stattfindet. Der Film, der heute Abend läuft, heißt Demnächst auf VHS, ist gemacht von André Rösler und er läuft bei Lichter im regionalen Wettbewerb. Und ich freue mich sehr, dass der Filmemacher André Rösler auch hier bei uns ist, zu Gast, und uns ein paar Worte mit auf den Weg geben wird. Bitte einen warmen Applaus. Vielen Dank. Ja, ich will es ganz kurz machen. Toll, dass ihr alle hier seid. Ich glaube wirklich, niemand ist glücklicher als ich selbst, dass das heute hier stattfindet. Also ich wünsche euch noch viel Spaß und ja, demnächst auf VHS. Blende ab, Blende auf. Ja, im Kino kann ich natürlich nicht filmen, während der Film läuft. Aber was ich machen kann, ich kann euch jetzt was darüber erzählen, was da über die Leinwand geflimmert ist. Ein Dokumentarfilm, ja, eigentlich sogar fast eher Edutainment würde ich das nennen. Eine knallbunte, schnell geschnittene Liebeserklärung an die Zeit der schwarzen Kunststoffkassette und der Videotheken. Eindeutig gemacht von einem Filmliebhaber. Da passiert unheimlich viel, eine wahnsinnige Sammlung an Fragmenten, Artworks, Cover, Ausschnitten, Kommentaren, Erzählungen und Erinnerungen an eine vergangene Zeit, an ein vergangenes Medium. Faszinierend ist natürlich, welche illustre Zahl an Gästen André Rösler zu seinem Projekt einladen konnte. Dazu kamen dann noch Filmsammler, die von der Faszination erzählt haben zu ihrem Medium, Menschen, die in der Zeit beruflich in dem Bereich tätig waren und Erinnerungen präsentieren, und ein Medienwissenschaftler ergänzt den Film noch mit fachlichen Informationen. Inhaltlich wird der ganz große Bogen geschlagen und ich versuche jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen, was da jetzt zu sehen war, auch wenn ich mit Sicherheit nach einem Mal angucken nicht mehr alles so ganz zusammenkriege. Zum einen war es natürlich die Geschichte des Heimkinos auf Super 8, das angerissen wurde, genauso wie die Geschichte des Heimkinos auf Videokassette. Und dazu gehört natürlich als wichtiges Standbein die Videothek als sozialer Treffpunkt und Ort des heißen Begehrens bzw. des peinlichen Wegschauens. Und in dem Rahmen eben auch diverse Filmgenre, die heute gar nicht mehr in der Form existieren, damals aber unglaublich populär gewesen sind. Filmtitel. Wir kriegen sehr viele, sehr amüsante Filmtitel gezeigt, die dann auch wiederum von Comedians vorgelesen und kommentiert werden. Genauso wie die Comedians Anekdoten oder Rituale der damaligen Medienzeit kommentieren. Ergänzt wird das Ganze von einem Potpourri aus Animationen, kurzen Filmausschnitten, auf Super 8 gedrehten Filmclips, Videokassetten und Super 8 Filmcovern. Das Ganze dann akustisch kommentiert von einer ganzen Reihe bekannter Synchrostimmen und unterlegt von einem stimmigen Retro-Soundtrack. Also eine wilde Zeitreise in die 70er und 80er Jahre, bei denen jeder Zuschauer, der die Zeit auch nur halbwegs mitbekommen hat, immer wieder einen Wiedererkennungseffekt erleben wird. Und ich freue mich ganz besonders, dass das Thema Filmkopien auf Super 8 ganz prima gewürdigt wurde, was bei einem Film mit dem Titel Demnächst auf VHS eigentlich nicht zu erwarten gewesen ist, zumindest für mich. Demnächst auf VHS ist also keine kritische dokumentarische Auseinandersetzung mit einem vergangenen Filmformat, sondern eine nostalgische Ode an frühere Medienzeiten. Definitiv sehenswert,
wenn ihr die Gelegenheit habt, den zu schauen, nehmt euch die Zeit, nehmt die Gelegenheit wahr. Es ist wirklich lustig, es ist spannend, es ist sehr nostalgisch. Man wird wieder zurückgeworfen, Erinnerungen werden wachgerufen, die man schon fast vergessen hatte und das eine oder andere kommt einem sogar vielleicht neu vor. Im Kino ist der Film jetzt durchgelaufen. Das heißt, ich kann jetzt im Grunde genommen wieder in den Kinosaal zurückschalten. Dazu muss ich allerdings sagen, dass es mir nicht gelungen ist, die Diskussion, die sich an den Film angeschlossen hat, von Anfang an aufzuzeichnen. Wir steigen also gleich in die erste Frage, beziehungsweise in die Antwort der ersten Frage, die da lautete, wie lange André Rösler eigentlich an dem Film gearbeitet hat. Und er antwortet 2,5 Jahre. Und genau an der Stelle gehen wir jetzt in das Gespräch hinein. Fast alle Schnittbilder sind ja mit Super 8 gedreht. Ja. 8 mm, also auf echtem Filmmaterial mit einer 50 Jahre alten Kamera. Und das war natürlich unglaublich schwierig. Da musste man durch diesen kleinen durch diesen Sensor Linse schauen und dann halt die Bilder noch scharf ziehen. Das war halt auch wirklich, und dann eine Lotteriespiel. Dann hat man das eingeschickt, dann hat man die entwickelte Rolle wieder bekommen, dann musste man die scannen lassen und manche Sachen waren dann unscharf, dann musste ich es nochmal drehen. Das ist ja grundsätzlich, also neben Karl Dahl und den Originalfilmausschnitten diversester und verrücktester Videotheks-Werbungsfilme, ist ja auch eine unglaubliche Breite an Gesprächspartnern, die du da aufgetan hast. Wie bist du an diese in diese Interviewpartner gekommen? Ja, da habe ich natürlich recherchiert. Da findet man natürlich im Internet auch noch andere Dokumentationen. Zum Beispiel gibt es Eckis Welt. Der Ecki ist übrigens auch heute da. Da finde ich auch wirklich mal einen großen Applaus. Der älteste Videokeltar der Welt. Und ja, dann habe ich es halt angeschrieben und so kam dann eins zum anderen und dann habe ich halt dann wirklich letztendlich dann doch eine große Breite von unterschiedlichsten Sammlern kennengelernt, die dann auch mitmachen wollten und die dann natürlich auch stolz ihre wirklich unglaublichen Sammlungen halt präsentiert haben. Die Bilder sind ja aus diesen Sammlungen. Die VS-Sammlung ist zum Beispiel dann meistens halt vom Bart und dann die Super 8-Sammlung vom Andreas. Andreas, wie viele Rollen hast du? 15.000? Genau, ja. Ja, und das war halt einfach unglaublich, dann da auch in diesen Sammlungen zu sein. Ist fast wie in der Videothek, wenn man da reinkommt. Ja, es sind ja auch, also ich meine, eine ganz große Freude zieht ja dieser Film auch aus diesen vollkommen skurrilen Filmen selbst, beziehungsweise genauso toll ihre zum Teil grandiosen deutschen Verleihtitel. Ja, es ist definitiv so. Also diese Cover, das kann man ja vielleicht hören, das ist halt nachgesprochen von diesen Synchronsprechern, Lutz Mackenzie und so weiter, aber das sind tatsächlich echte Texte und auch diese Werbung, und das gab es tatsächlich so und das ist dann halt einfach so ein bisschen zusammengewürfelt und diese Trenner sind halt tatsächlich echte Werbung. Jeder, der das halt kennen wird, der wird den ein oder anderen Spruchvideo sehen, was Spaß macht oder der steile Film auf VHS oder whatever, solche Sachen gab es halt wirklich. Und ich habe halt auch versucht, auch wirklich den Augenmerk auch wirklich auf diese skurrilen Sachen zu legen, die man wirklich gar nicht mehr heute so kennt. Also man muss ja wirklich bedenken, in den 80er Jahren, da waren halt auch echt skurrile Titel in der Videothek und fast nur, weil die halt auch von den Lizenzen so günstig waren. Und was halt da traurig ist halt wirklich, dass halt diese Filme, wie auch hier der Hendrik, der diesen Film Retro Shop auch sagt, diese Filme, die wird es wahrscheinlich nirgendwo irgendwann mehr geben. Die werden dann irgendwann, die letzten VHS-Kassetten werden verrotten und den Film wird es nie wieder irgendwo geben. Naja, zumal ja die Frage schon ist, ob das nicht auch einfach ein kulturelles Erbe ist. Und dann ist es halt auch einfach so, heute kann man sich das überhaupt gar nicht mehr vorstellen, was da auch einfach auch so für Leute unglaublich gerne halt ausgeliehen wurden. So auf VHS, wirklich so diese Leute, die gehen auch so ein bisschen in die Versenkung über, so, ich sag mal, ja, so Michael Dudikoff, wer kennt das heute noch? Damals war das ein Renner, der neue American Fighter, das hat man sich ausgeliehen, der stand dann da 50 Mal an der Wand bei uns oder 30 Mal der Film und der war nie da. Das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Ich wollte mich auch nochmal bedanken, also ich bin echt überrascht auch gewesen, dass der Film ausgewählt wurde, weil ich kenne ja das Programm generell so auch von Dokumentarfilmfestivals oftmals, auch von verschiedenen. Und der Film ist ja schon, ich sag mal, etwas ungewöhnlicher, so von wegen, weil es ja auch ein leichteres Thema oder so ist und dass man auch nicht so oft auf Dokumentarfilmfestivals halt auch findet. Und habe ich mich sehr gefreut und finde ich toll, dass ich den Film hier vorstellen konnte. Ja. Ich sage ganz herzlichen Dank. Das gebe ich gerne weiter. Vielen Dank.
Also sehr interessant. Ich fand das auch sehr lustig. Ich fand ihn ziemlich gut. Also war viel Lustiges drin, auch viele Szenen, die ich noch nie gesehen habe. War echt klasse. Von diese Filme von Terence Hill und Bud Spencer wusste ich nicht, dass die so von einer Stimme so verändert wurden. Die ganzen Synchronstimmen, die er zusammengetragen hat und die Musik, die er selbst gemacht hat, das fand ich echt super. Bruce Lee, so Doppelgänger gab's. Obwohl ich hatte schon gesehen, Bruce Lee mit I, war es schon lustig zu wissen, ja. So, die Filmvorführung ist zu Ende. Der Film ist zum ersten Mal gelaufen und unter großem Applaus geendet. War eine schöne Zeitreise, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, den wird man noch häufiger sehen können. Wo und wann ist leider noch nicht klar, aber ganz sicher, da bleibt er dran, der Macher. Und wir sehen uns dann demnächst wieder bei Off hoch 2.